Guten Morgen, noch aus Norwegen. Ich bin gerade dabei, meine Sachen zu packen. Die Greta und ich, wir fliegen nämlich heute in das weihnachtliche London. Wir freuen uns schon total darauf. Das war so ein Geburtstagsgeschenk für mich und sie, dieser London-Trip. Wir gehen morgen in die Royal Albert Hall und sehen da Letters Live. Da freuen wir uns schon sehr drauf und treffen noch eine liebe Freundin von der Greta. Morgen früh zum Frühstück und Freitagmittag fliegen wir schon wieder zurück. Also es ist schon relativ kurz, weil wir auch leider jetzt über Oslo fliegen müssen. Der Direktflug wurde gestrichen für die Winterzeit und wir müssen jetzt also mit Zwischenstopp fliegen, was natürlich für eine relativ kurze Strecke irgendwie doof ist. Aber es ist halt jetzt, wie es ist. Wir werden das Beste draus machen und London ist halt, ja, ich finde, es ist eine meiner liebsten Städte und ich finde es richtig schön. Und ich dachte mir, ich nehme euch in dem Video ein bisschen mit durch das weihnachtliche London und zeige euch so ein bisschen die Sachen, wo wir unterwegs sind. Ich habe nicht so viel in meinen Koffer gepackt, in der Hoffnung, dass ich noch ein paar schöne Sachen da finde. Ja, und wir reisen natürlich auch mit leichtem Gepäck jetzt, wenn es ja sowieso knapp nur netto 2 Tage sind. Ja, ich freue mich. Also, dann kommt mal mit mir mit nach London. So, wir haben es geschafft. Wir sind nach 9 Stunden tatsächlich im Hotel angekommen. Greta sitzt hier neben mir und ja, so sieht es dann aus, wenn man den ganzen Tag irgendwie unterwegs ist und kaum was gegessen und getrunken hat. Aber wir werden uns jetzt gleich nochmal ins Getümmel an Piccadilly stürzen und ja, ein bisschen was essen. Und morgen zeige ich euch hier kurz das Zimmer. Ist nicht so riesig, aber ist ganz schön. Guten Morgen, wir haben es geschafft. Die erste Nacht haben wir jetzt sehr, sehr gut geschlafen, nachdem wir gestern Abend noch was essen waren. Weil wir auch den ganzen Tag irgendwie unterwegs nichts gegessen und nicht viel getrunken haben, war das irgendwie existenziell. Wobei es natürlich auch irgendwie ein bisschen komisch ist, nach so einem Trip dann auch noch so spät zu essen, weil letztendlich waren wir dann erst um 11 Uhr, also wir haben zwischen halb 11 und 11 gegessen, ist eben spät. Bin ich so nicht gewöhnt, aber das war jetzt gestern ja auch relativ außergewöhnlich bei uns hier. Und jetzt wollte ich euch so ein bisschen mal das Zimmer hier zeigen. Wir sind im Page 8 Hotel oder Page 8. Das liegt direkt eigentlich gegenüber von der National Portrait Gallery, gegenüber vom Trafalgar Square. Und auf der anderen Seite ist dann der Leicester Square auch gleich zu erreichen, fußläufig. Wenn man hier rechts geht, kommt man in die Straße mit den Theatern und von da aus ist man auch ruckzuck in Covent Garden. Und auf der anderen Seite ist eben auch Charing Cross, da kommt man eben auch super gut mit der U-Bahn hin. Ja, also es ist eine perfekte Lage für uns zumindest. Also wir mögen die Lage hier sehr gerne. Es ist wie alles in London nicht günstig. Ja, wenn man relativ früh bucht, was wir gemacht haben, also wir haben es glaube ich so vor, weiß ich nicht, 10 Monaten oder so gebucht, geht es noch über Booking.com. Also jetzt würde glaube ich die Nacht 500 Euro kosten. Also wir haben glaube ich so die Hälfte dafür bezahlt. Ja, das ist schon wahnsinnig teuer, aber wie gesagt, es ist eine sehr gute Lage und es ist hier auch so ein, wie ich finde, ein kleines, feines Hotel. Die haben unten so einen Frühstücksbereich und so eine kleine Bar, wo man eben Frühstückssachen holen kann oder auch unter Tages so ein bisschen Kaffee trinken kann. Das ist ganz nett. Mehr ist es aber dann auch nicht. Also hier um die Ecke ist direkt ein Pretz, also ein Pret à Manger. Und ja, aber die Zimmer finde ich ganz schön. Wir haben vor allem, was ich super gut finde, ist, dass wir die Fenster öffnen können. Das ist ja nicht so üblich in allen Londoner Hotels. Und es ist für mich so was Existenzielles, weil wenn ich die Fenster nicht aufmachen kann, fühle ich mich irgendwie eingesperrt, kriege ich schlecht Luft. Also es ist irgendwie komisch. Also das ist hier auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Und ja, jetzt zeige ich euch einfach mal so ein bisschen, wie es hier ist. So, also wir haben hier die Fenster. Ich kann ja mal ein bisschen runter filmen. Jetzt sieht man hier natürlich nicht so viel. Das ist jetzt hier so eine Seitenstraße.
Man hat hier aber einmal so blickdichte Rollos, die man elektrisch runter machen kann und dann im Prinzip hier solche Gardinen. So, jetzt komme ich aber einfach noch mal mit euch hier vorne rein. Also das ist jetzt, ich stehe jetzt praktisch direkt an der Tür. So ist das Zimmer, auch nicht wahnsinnig groß, aber immerhin. Wir haben hier 2 Schränke. Einmal hier, da ist hier unten auch ein Safe drin. Einmal hier, also Föhn. Und was ich ganz schön finde, wir haben hier auch Bademäntel und Schlappen. Das ist halt schon ganz nett. So. Ja. Hier habt ihr einen Spiegel. Und hier haben wir so eine Art Minibar, was ganz cool ist. Also man hat hier Tee, ich zeige es euch mal. Man hat hier Tee, Kaffeebags, einen Wasserkocher. Dann gibt es hier so Chips-Dinger. Und ich glaube, hier ist auch nochmal Tee drin in dem Kästchen. Und hier, wenn man das aufzieht, ist die Minibar. Die große Flasche ist jetzt, die haben wir gestern noch vom Flughafen mitgebracht, aber hier waren noch 2 kleine Wasserflaschen drin. Und das Coole hier ist tatsächlich, dass das alles im Preis inbegriffen ist. Also man muss jetzt hier Minibar nicht extra bezahlen. So, und jetzt kommt das eigentliche Zimmer, das ist jetzt Bett, in dem wir jetzt schon geschlafen haben, was jetzt noch nicht gemacht ist. Aber die Betten sind sehr, sehr gut. Also ich mag die total gerne. Die sind sehr fest und man schläft sehr gut drin. Man hat hier auch, kann ich euch auch mal gerade zeigen, die Möglichkeit eben sehr unterschiedlich das Zimmer zu beleuchten. Was ich auch total angenehm finde, weil es eben gute Raumatmosphäre macht. Man hat hier noch so ein, jetzt haben wir hier unseren Quick Lunch, den wir aus Norwegen noch mitgebracht haben, liegen. Ja, so ein Marshall-Gerät noch. Man hat hier einen USB-Sticker dran, da kann man seine Sachen aufladen. Hier ist der Fernseher. Und dann hat man hier im Prinzip noch so einen kleinen Stuhl. Hat hier auch noch mal so eine ganze Reihe an Kabeldingern, wo man seine elektronischen Geräte aufladen kann. Ja. Und dann hat man eben hier 2 große Fenster. So, wenn man jetzt hier direkt vom Eingang reinkommt, links ist jetzt hier das Bad. Und das ist eigentlich auch super gut. Also hier ist die Toilette. Hier hat man so ein Dings, da hat man ja Zahnbürste, Shaving Kit, alle möglichen Sachen, was ich immer auch total schön finde. Man hat hier ja, so eine Art Seife und auch eine Skin Lotion, Body Lotion, die sehr angenehm riechen, wie ich finde. Ja, dann hat man hier ganz normal mehrere Spiegel und Waschbecken und hier unten noch so eine Ablage. Und hier ist eben eine sehr, sehr große Dusche. Also die geht nach innen auf. Ja, so ist die Dusche. Und das ist eigentlich so, wie ich finde, für Londoner Verhältnisse schon richtig gut. Und ja, und es ist hier auch alles super sauber und schön, ja.
Greta und ich, wir waren bei Letters Live in der Royal Albert Hall. Das ist eine fantastische Veranstaltung, bei der Künstler und Schauspieler Briefe verlesen. Man bekommt immer eine kurze Einführung in die Briefe. Es sind traurige, es sind lustige Briefe aus der Jetztzeit, aus der Vergangenheit. Und Benedict Cumberbatch, Jamila Jamil, Chris O'Dowd, ganz, ganz viele fantastische Künstler haben diesen Abend zu was ganz Besonderem gemacht. Und dann mussten wir uns auch schon wieder auf den Rückweg machen. Es war sehr, sehr kurz, aber sehr, sehr schön. Leider war die Fliegerei mit der SAS eine Katastrophe. Ich kann es wirklich nicht empfehlen, aber wir hatten eine großartige Zeit in London.